Ich habe hier gar nicht so viel, könnte jetzt ein bisschen knapp werden. Also ich habe mir hier eine Masse angerührt und ich will das auf die ganze Fläche bringen. Aber dann sieht man mal, also ich habe eine große Leinwand und relativ wenig Masse hier. Jetzt verteile ich das noch. Dann nehme ich das Palettenmesser hier. Kannst auch einen Kuchenheber nehmen, wie du willst, was du da hast. Und ja, jetzt muss ich ja hier ein bisschen doller auch rühren, weil es eben nicht gut gemischt ist. Und deswegen drückt sich das Kreuz sehr schnell ab. Aber wenn ich das so hochhebe, dann macht das gar nichts. Also dann stört das gar nicht. Ganz unkompliziert. Kannst du ganz einfach so verstreichen. Ja, jetzt ist so überall so einigermaßen was drauf. Schön glatt. Man sieht das Kreuz nicht. Und ja, so eine leichte Textur kommt ja schon immer über das Werkzeug rein. Jetzt kann ich das natürlich auch noch mal betonen. Also hierüber eben auch so eine Struktur ruhig einbauen. Und da sieht man gleich, wie schnell und einfach das geht. Über andere Materialien, das kennst du ja alles. Das haben wir ja schon so oft gemacht. Kann man natürlich noch tolle Effekte reinbringen. Hier jetzt auch mit ein bisschen Baumrinde. Es bleibt ja auch liegen. Habe ich hier auch noch mal wieder eine Struktur mit drin, aber tolle Linien. Also es ergibt immer schöne Muster, finde ich. Wenn man die nicht haben will, muss man sie halt wieder rausnehmen oder man kann es auch wieder ein bisschen glätten. Ja, jetzt will ich aber noch mal eine Feder benutzen. Es sind bei uns so viele Gänse, da liegen immer mal Federn einfach rum. Und das kann ich jetzt hier auch noch mal schön einbauen. So ein besonderes Muster damit reinbringen. Jetzt trocken und jetzt fange ich mit Farben an, mache es dafür aber noch mal nass, weil sonst ackere ich mich hier auf der großen Fläche. Also es ist einfach besser, wenn es ein bisschen nass ist. Und ich habe mir hier so einen Farbton gemischt, ein bisschen grau. Ich will heute nämlich rosa haben und dann dachte ich, grau passt gut dazu. Ach komm, da können wir doch damit erstmal anfangen und darüber wieder so reinkommen. Ich finde immer, das alleine ist schon so schön. Das macht ja so auch toll Spaß und dann kann ich hier so ein bisschen abtauchen. Läuft hier immer noch auch so in die Linien immer wieder rein, also in die Textur läuft es immer schön rein. Das sind ja immer genau diese Effekte. Aber jetzt will ich erstmal noch, dass die Farbe noch ein bisschen mehr verteilt ist. Also ich verteile die jetzt hiermit automatisch. Man immer gar nicht überall ran, also immer wieder drehen, die große Fläche. Der ist schön, der Farbton. Also der hat hier Power drin. Der sieht nämlich total dunkel aus. Und wenn man den verstreicht hier, dann sehe ich hier schon, hat der eine wunderschöne, leuchtende Farbe, also ein schönes Lila. Ich verändere den nochmal und den verdünne ich hier jetzt nochmal, den Farbton. Und dann mal gucken. Nee, das geht nicht, ich komme nicht ran. Dann hat man nicht so einen guten Schwung. Ja, jetzt merke ich schon, die Farbe zieht hier gut auch ein schon. Die untere zieht schon so in die Struktur und dann, wenn man dann mit dem Werkzeug darüber geht, kann ich hier so mischen, aber auch die andere Farbe vom Untergrund wieder hervorheben.
und es entstehen wieder viele neue Farbtöne. So, jetzt sehr lila. Eigentlich wollte ich mehr rosa. Habe ich jetzt hier keinen? Doch, nehme ich den. Na, mal gucken. Dann nehmen wir mal dieses rosa und auch einfach wieder verstreichen. Also ganz unkompliziert hier wieder mit dem Pinsel mal arbeiten, mit dem Spachtel mal arbeiten. Ja, dieses Magenta ist natürlich auch schön. Ich habe so Akaleien, die sind in dem Pink und auch in dem Lila. Die sehen echt gut aus. Man schön entspannt arbeiten und auch Farben mischen hier und die Textur betonen. Das läuft da ja immer wieder rein. Ich hatte eher befürchtet, das funktioniert gar nicht gut, weil es noch nicht so richtig trocken war, aber das geht doch prima. Noch ein bisschen Flieder. Nehmen wir noch mal das kleine Palettenmesser. Damit kann man das auch ganz gut verstreichen, dann entstehen dann noch so andere Effekte jetzt auf der nassen Farbe. Einfach rauf. Das darf sich ja ruhig vermischen. Also die Farben passen ja alle gut zueinander. Jetzt nehme ich doch nochmal das große Palettenmesser und ziehe hier mal so die Farbe ganz vorsichtig nur rüber, damit sich nicht alles gleich wieder vermischt. Und dann entstehen da so tolle Effekte. So. Ach, ich werde einfach noch ein bisschen heller, noch ein bisschen weiß und dann kann ich mit dem Spachtel arbeiten. Also du kannst immer verschiedene Werkzeuge nehmen und hier der kleine Spachtel, damit kann ich ja auch kleinere arbeiten, also nicht so großflächig arbeiten, eher ein bisschen detaillierter arbeiten. Das kennst du aus dem Grundkurs. Da kannst du jetzt noch mal gut gucken, wie ich das hier mache. Ja, sieht auch so schon gut aus, finde ich. Die Farben mag ich gerade. Die sehe ich auch überall im Garten. Aber genau, doch, der Farbton kann hier noch rauf. Noch ein bisschen heller. Doch, so ist das. Ne? Das wechselt halt immer. Dann mag man zuerst die und beim Arbeiten entstehen ja auch, oder du interagierst ja mit den Farbtönen.
und dann verändert sich die Stimmung und dann verändert sich der Farbton. Ich habe mir einfach alles hingestellt, um jetzt genau so auch hier ganz unkompliziert zu arbeiten. Kleiner Spaziergang durch den Garten, einmal querbeet, all das, was jetzt so blüht. Naja, es kommt ja auch noch, also die Anemone kommt noch, die mag ich auch total gerne. Und die hat auch so diese Farbtöne, die finde ich immer ganz schön. Und Rosa an sich hat ja auch eine schöne Bedeutung. Leider ist das immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, gesellschaftlich nicht anerkannt. Rosa und Pink hat ja immer so ein doch in unserer Gesellschaft finde ich immer so einen leicht negativen Touch. Und ich mag die Farbtöne gerade als Kunstwerke sehr, sehr gerne. Also das finde ich total gut. Je nachdem, wie ich mich jetzt hier drehe, sieht es dann auch wieder anders aus von den Farbtönen. Aber gut, das lasse ich jetzt erstmal trocknen. Greif jetzt auch zu deinen Farben. Ich koche mir jetzt einen Kaffee und dann gehe ich mal raus und hoffe, dann scheint auch nochmal die Sonne. Grauer Himmel und ein bisschen blau ist auch zu sehen. Also, hab einen ganz schönen Sonntag. Schön, dass du hier bist. Ich lasse das hier trocknen, setze mich jetzt dazu, genieße meinen Kaffee und meine bunte Blumenwiese hier. Mach's gut. Tschüss. Ja, passend zum Muttertag, ist mir aber erst hinterher eingefallen, ehrlicherweise, ein bunter Strauß Blumen. Nee, also für mich war es tatsächlich so, ach, ich liebe das, wenn man so durch den Garten schlendert oder wo auch immer man gerade ist und es ist so viel weiß, man sieht so viel weiße Blüten und dann aber auch das Rosa und die ganzen Violetttöne. Und ich finde die immer sehr, sehr schön, die mag ich total gerne. Also denk dir einfach deine Geschichte, ja, und genau, und dann findest du auch zu deinem Inhalt und kannst dich auch darin dann besser ausdrücken. Das ist auch Thema des Online-Kurses, des Grundkurses, das kommt auch damit drin vor. Genau, da kannst du gerne, wenn du Interesse hast, schreib mich an oder guck unter das Video, da ist dann auch ein Link. So, jetzt hab einen ganz, ganz tollen Sonntag. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich immer sehr, dass wir hier so eine tolle Gemeinschaft haben und diese Wertschätzung untereinander und dieses Hallo einfach, das ist für mich immer sehr inspirierend und motivierend. Also mach's gut, danke für deinen Kommentar, für dein Abo natürlich auch danke und danke für dein Like. Das ist immer sehr wichtig. Dankeschön, tschüss.